Hallo zusammen, ich bin Daniel Kotten von der Swissweg und ich bin heute zu Besuch bei der Stiftung für das Tier im Recht. Hallo zusammen, mein Name ist Vanessa Gerritsen, eben von den Tier. Genau. Genau. Wir sind heute hier, um über Fisch zu reden. Und zwar interessiert mich das Thema Tierversuche im Zusammenhang mit Fisch. Wir wissen, es gibt auch noch an der Uni Zürich wird mit Affen geschaffen, es wird viel in der Forschung mit Mäusen oder mit Ratten geschafft. Fisch. Ist das ein Thema bei Tierversuchen? Absolut, ja. Also einerseits gibt es Versuche mit Wildfisch, also wo man im Namen vom Artenschutz oder Umweltschutz oder auch für die Energiegewinnung oder so Fisch fährt und schaut, wie zum Beispiel Fischtreppen, wie die benutzt werden oder wie die Populationen zu Weg sind. Und diese Fische werden häufig mit Elektrofischerei gefangen, also mit Strom, tut man die betäuben. Geht mit so einer Sonde ins Wasser, die werden betäubt und also alle, die dort in diesem Umkreis dann sind, dann nimmt man die raus, tut die allenfalls vermessen, besendern, markieren, je nachdem halt. Natürlich auch töten, einige Exemplare werden immer auch entnommen und tötet. Ja, also da gibt es verschiedenste Versuche, aber sehr viel wird auch im Labor gemacht und das sind dann aber nicht Wildfische, das sind dann Zebrafisch, die man auch in der Zierfischhaltung, in der Heimtierhaltung hat. Die werden extra gezüchtet fürs Labor und dort werden sehr, sehr viele Versuche gemacht, also auch in der Schweiz. Was wird denn versucht? Da gibt es alles Mögliche an, also toxikologische Versuche zum Beispiel, wo man Giftigkeitsprüfungen macht, wo man schaut, wie die Fische auf Substanzen reagieren. Mit der Absicht, um später herauszufinden, wie das für den Menschen wäre? Oder? Genau, das sind dann so Sicherheitstests, die zum Teil vorgegeben sind für gewisse genau, Chemikalien zum Beispiel, die dann zugelassen werden sollen. Die sind eben zum Teil vorgegeben dann so, wie das muss gemacht werden. Da sterben die Fische auch dran unter Umständen. Es gibt aber auch ganz andere, also auch in der Grundlagenforschung, wo man wirklich versucht, Mechanismen herauszufinden, wie etwas funktioniert. Dort werden auch viele Zebrafische eingesetzt. Was bekannt ist, ist auch für so Augenretina-Versuche, also, wo man versucht herauszufinden, wie das Auge aufgebaut ist und wie das alles funktioniert. Da werden auch viele dieser Fische eingesetzt. Also es ist ein riesiges Gebiet. Okay. Jetzt hast du eingangs erwähnt, dass eben auch Wildfisch an denen getestet wird. Könnte man da nicht sagen, das ist ja wie im Sinn für den anderen Wildfisch, weil vielleicht ja ihr Leben erforscht wird und man vielleicht könnte daraus ableiten, man versucht nachher zu schauen, dass es in einem Gespendli besser geht? Absolut, also das ist auch die Abwägung, die man machen muss. Das ist tatsächlich so, dass es eben diesen Populationen soll es gut kommen nachher. Also die Wildfische sollen nachher davon profitieren. Die Erkenntnis daraus sollte dann in politische Bestrebungen einfließen und in Gesetzgebung einfließen. Aber eben, es ist, dann muss man sich bewusst sein, immer auch mit Belastungen für einzelne Tiere verbunden. Und wir haben in der Schweiz ein Tierschutzgesetz, das sich eben im einzelnen Tier verpflichtet. Und darum kann man nicht einfach sagen, ja, wir tun jetzt da 600 Fische opfern, für dass die anderen alle gut haben. Ja. Wie weit also dann die Erkenntnis wirklich auch in die Gesetzgebung einfließt, ist dann ein anderes Thema. Häufig, man weiss ja vieles, was falsch läuft und zugunsten von der Wirtschaftlichkeit wird dann gleich häufig auch noch vieles Pestizid zum Beispiel zugelassen. Ja. Also da gibt es schon noch grosse Probleme, die überhaupt noch nicht gelöst sind. Okay. Also ich danke dir herzlich für eure Bemühungen und natürlich auch für deine Zeit heute hier, um mit mir über das zu reden. Wir haben für euch weitere Informationen auf der Swissweg-Webseite und ihr findet selbstverständlich auch noch mehr auf der Stiftung für das Tier Webseite, die wir euch noch verlinken. Danke dir. Merci.